Hey, Timko hier, die Amazing Watcher. Heute will ich etwas über Genady Golovkin, Canelo Alvarez reden. Den Kampf, den man definitiv nicht verpassen sollte. Es ist diese ganze McGregor-Mayweather Show vorbei. Und ich weiß nicht, ich freue mich besonders auf Genady und Canelo, weil McGregor-Mayweather, das war zwar ein großes Sportevent, das war unterhaltsam, aber es war zu keiner Zeit so, was passiert jetzt wohl als nächstes? Weil ich meine, Mayweather hat den in einem Stil geschlagen, der nicht sein eigener Stil ist. So einfach war das. Aber jetzt haben wir wirklich einen Kampf zwischen zwei Top-Kandidaten, also Top-Fightern, nicht nur im Mittelgewicht komplett dominieren, sondern die auch sehr spektakuläre Stile haben, um das nicht nur einen hochwertigen Kampf, sondern auch einen spektakulären dramatischen Kampf zu machen. Auf der einen Seite haben wir Genady Golovkin, über den habe ich schon mal ein Video gemacht und etwas darüber geredet, wie er Leute ausnockt. Mittlerweile hat er 35 Siege, ist in 35 Kämpfen ungeschlagen, hat 33 KOs und hat diesen spektakulären Stil, hat aber teilweise diese hohe KO-Rate, auch weil er noch nicht die Qualität von Gegnern hatte, die ihn auszeichnet als einer der Pound for Pound der Besten oder als eine Boxlegende. Deswegen freue ich mich auf diesen Kampf, denn in Canelo Alvarez findet er diesen Gegner, wo er wirklich beweisen kann, was in ihm steckt. Weil es macht nicht wirklich besonders stark oder sieht nicht besonders stark aus, gegen schwachere Gegner, aber wenn man aber es kommt wirklich darauf an, auf die Qualität des Gegners. Deswegen gilt Mayweather zum Beispiel als der Pound for Pound Beste, beziehungsweise deswegen geht Ward jetzt, hat der Mayweather abgelöst als der Pound for Pound Beste, weil die Qualität seiner Gegner war jedes Mal top-notch. Aber das hatte Genady Golovkin noch nicht. Genady Golovkin, seine stärksten Gegner waren David Lemieux und Daniel Jacobs. Aber dieses Mal hatte er wirklich einen Gegner, wo er zeigen kann, wo Thomas Hearns war auch nicht eine Legende, bevor er nicht gegen Sugar Ray Leonard gekämpft hat, bevor er nicht gegen Hagler gekämpft hat, wo er gezeigt hat, okay, er kann auf diesem Niveau mithalten und er kann wirklich einen spektakulären Kampf darstellen. Und deswegen ist dieser Kampf auch so fantastisch. Genady Golovkin wartet schon seine ganze Karriere auf diesen einen Kampf. Der hat diese spektakuläre Amateurkarriere, der hat eine spektakuläre Profikarriere, aber er wartet auf diesen einen Kampf, wo er diesen einen Gegner hat, wo er zeigt, ich bin der Beste. Und man kann nur der Beste sein, wenn man den Besten schlägt. Auf der anderen Seite haben wir Canelo Alvarez, der junge boxt, seitdem er 16 Jahre alt ist. Und viele haben ihn kritisiert für, hey, du weichst Genady aus, oder du hast Angst vor Genady. Aber ich glaube, das liegt auch teilweise daran, einfach weil seine Promoter ihn schützen wollten vor Genady, oder weil sie zu der Zeit dachten, hey, das macht finanziell nicht so viel Sinn, wenn wir es jetzt machen, das macht finanziell viel mehr Sinn, wenn wir es in 2 oder in 3 Jahren machen. Deswegen, ich warte schon seit 3 Jahren auf den Kampf, aber jetzt kommt es endlich zustande, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt können die spektakulärer gestalten, als es vorher war, lukrativer, besser für die Fans und finanziell besser. Hauptsache der Kampf kommt, ist mir eigentlich vollkommen egal. Wie auch immer. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wirklich das Canelo ausgewichen ist, denn der boxt, seitdem er 16 Jahre alt ist, als 16-jähriger Junge gegen erwachsene Männer. Okay, gegen erwachsene Profiboxer. Was habt ihr gemacht, als ihr 16 wart? Ganz ehrlich. Und Canelo hat gegen Aries Lara gekämpft, hat gegen Miguel Cotto gekämpft, hat gegen Amir Khan gekämpft, hat sich immer gegen die Top-Competition gestellt. Der ist niemandem ausgewichen. Der hat 49 Kämpfe ungeschlagen. Nein, der ist nicht ungeschlagen. Der hat gegen einen Typ verloren, der hieß Floyd Mayweather Jr. Aber das zeigt einfach nur, Canelo Alvarez stellt sich gegen jeden, kämpft gegen die Besten, will der Beste sein, hat schon gute Gegner gehabt, hat diesen unglaublichen Rekord, ist so jung, 27 Jahre, hat diese unglaubliche Karriere, aber das wird außer Floyd Mayweather, vielleicht das wird seine größte Herausforderung. Und was anders ist als bei Floyd Mayweather war er noch sehr jung und jetzt ist er gereift als Boxer. Und das heißt, er ist jetzt noch stärker, als er gegen Floyd Mayweather war. Und auf der anderen Seite, er hat diesen Stil. Er hat den Stil, den man haben muss, um Genady Golovkin zu schlagen. Weil die meisten Gegner laufen von Genady weg. Die kriegen einmal diese Faust ab. Er hat diese unglaubliche Power. Aber die merken diese Power und dann gehen die zurück. Und das ist genau das, was Genady will. Der will, dass die Gegner zurückgehen, dann kann er die ausnocken. Beziehungsweise, was er mehr will, ist, dass jemand stehen bleibt, damit er mit ihm fighten kann, damit er beweisen kann, wie stark er wirklich ist. Aber das findet er in Canelo Alvarez, weil Canelo Alvarez hat die Ruhe, hat die Nerven. Man hat es zum Beispiel gesehen gegen Miguel Cotto, wo er einfach stehen geblieben ist
Und anstatt Miguel Cotto ist eine Zerstörungsmaschine. Aber Canelo Alvarez ist bei Miguel Cotto stehen geblieben, hat getaucht, hat gependelt, hat ihn abgefangen mit harten Schlägen. Was ich bei Canelo Alvarez besonders mag, arbeitet zum Körper, der ist der quintessentielle Boxer, der arbeitet zum Körper, der lässt sich seine Zeit, der berechnet seinen Gegner, arbeitet zum Körper, ermüdet den Gegner und dann kommen dieser linke Haken, dieser rechte Haken zum Kopf und knockt die Leute damit aus. Ich glaube, dass Canelo Alvarez auch in der Lage gewesen wäre, Genadys Gegner zu schlagen. Und deswegen ist dieser Kampf so spannend. Wir haben hier zwei von den besten Leuten, die wollen sich beide beweisen, die wollen beide Legenden werden und die haben jetzt die Gelegenheit, dieses eine Monster auf der einen Seite, dieses andere Monster auf der anderen Seite, sich zu etablieren in der Hall of Fame. Sich zu etablieren es geht nicht nur um Gewinnen oder Verlieren oder um Weltmeisterschaftstitel oder wer ist der beste Kämpfer im Mittelgewicht. Es geht darum, wer ist der beste Pound for Pound. Aber jetzt kommen die aufeinander und können aus sich heraus und können zeigen, wie gut sie wirklich sind gegen einen Gegner, der ihr Talent testen kann, was man oft bei Klitschkos Karriere zum Beispiel bemängelt hat. Der schlägt jeden, aber ist er wirklich so gut? Weil es sieht immer so leicht aus, es sieht immer so langweilig aus. Aber es wird in diesem Kampf nicht langweilig aussehen, weil wir nicht nur Top-Competition haben, sondern einfach nur, weil wir auch spektakuläre Stile haben. Wir haben Genady Golovkin, der nach vorne geht, der die Konfrontation sucht, der Leute ausnocken will. Auf der anderen Seite haben wir Canelo Alvarez, der auch einen spektakulären Stil hat, der sehr präzise ist, der sehr hart schlägt, der Leute auch ausnocken kann. Aber auf der anderen Seite, das ist der Mann, der das Ziel hat, um Canelo zu schlagen. Das wird ein spektakulärer Kampf, das wird ein hochwertiger Kampf, das können Boxexperten genießen, das kann der Fan genießen, der einfach nur Sport mag, der einfach nur Gewalt mag, der einfach nur Action, Entertainment mag. Das wird der Kampf, den man nicht verpassen soll. Deswegen verpasst auf keinen Fall Genady Golovkin gegen Canelo Alvarez. Ich werde auf jeden Fall eine Revue darüber machen, aber bis jetzt, vergiss nicht, es geht nicht darum, gut zu sein, es geht immer darum, besser zu werden. Кто этот человек? You are next, my friend. Where are you? If you look at the opponents that Triple G has knocked out and think, I would have done the same. Саулем Альваресом. Парни прекрасно друг друга знают. 47-pound level for the first time in his career. Canelo at his preferred weight of 155. What do you feel now? Что ты чувствуешь сейчас? Будет Big Drama Show в сентябре. А теперь ты собираешься биться с Головкиным. Что ты хочешь сказать своим фанатам? Я никого не боялся с самого начала карьеры.